Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Demo-Doppel von Angela von der Stempelfamilie und mir dreht sich alles um das Produktpaket Freude am Kreieren von Stampin' Up. Ich habe heute eine Pop-Up-Matchbox gemacht. Wenn man nämlich die Schublade aufzieht, öffnet sich das obere Element automatisch mit. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Angela hat auch was Tolles gemacht. Ich verlinke dir das Video am Ende von meinem Video. Und wir haben auch eine komplette Reihe dazu. Dazu siehst du die Liste in meiner Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Für die Box benötigst du Farbkarton in den Maßen 18 x 18 cm. Das ist die Box. Dann die Hülle außenrum in 10,2 x 25,5 cm. Den Mechanismus in 2,2 x 12,1. Ein Stück Designerpapier in 9,5 x 9,5 cm. Und nochmal Farbkarton in 9 x 8,5. Und ein Stück weißen Farbkarton in 8,5 x 8 cm. Ich habe meinen hier schon mal bestempelt und zwar mit dem Stempelset Freude am Kreieren in Limette und Pekanuss. Das sind hier so zwei der neuen Farben, finde ich ziemlich schick. Und als Farbkarton habe ich Lagunenblau mal genutzt. Das hatte ich so noch gar nicht bisher, gefällt mir aber auch sehr gut, muss ich sagen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Verzierung. Das habe ich gestempelt und ausgestanzt. Das kommt hier gleich vorne drauf. Siehst du auch hier, habe ich die Nähmaschine gestempelt und dafür die kleinen Garnrollen noch aufgeklebt. Ich kann dir nur die doppelseitige Klebefolie empfehlen. Ist ein Traum, damit zu arbeiten. Kein Schmieren, kein kleines Fisseln. Ist super. Und dann noch die kleinste von den Büttenrandstanzen. Die habe ich genommen, weil die ungefähr die Maße hat, die ich brauche. Wenn du ein ähnliches hast, geht das auch. Die ist 2,5, deshalb ist der Mechanismus 2,2, damit er da drin sich bewegen kann. Gut, dann fangen wir doch mal an. Also, für die Schachtel 18 x 18 cm und ich habe dann rundrum gefalzt bei 1,9 und bei 4. Der Unterschied ist, wenn ich es umklappe, dass es dann nicht ganz unten auf die Kante trifft und irgendwie ein bisschen zu eng wird. So, dafür falze ich jetzt einmal alle Kanten. Und dann machen wir da einmal schnell eine Box raus. So, einmal die Viererkante. Man sieht das jetzt schon. Mal so ein bisschen. Dadurch, dass ich es kürzer gemacht habe, trifft es nicht ganz unten drauf und staut oder staucht nicht so sehr. Das finde ich immer ganz gut. So. Dann schneide ich ein. Ja, dafür nehmen wir die große Schere. Und zwar zwei gegenüberliegenden Seiten, jeweils bis zur Falzlinie 4 cm. So, einmal rechts, einmal links. Dann drehe ich mein Papier und mache das auf der anderen Seite genauso. So, und dann schneide ich hier quasi so ein Treppenmuster rein. Das hier ist ganz. Das möchte ich auch ganz weg haben. Allen 4 Ecken. So. Und von dem innenliegenden Element schneide ich nur das obere Stück ab. Habe ich so? So.
So, und dann sieht man, habe ich hier so eine Art Treppenmuster rundrum. Und weil ich möchte, dass die Ecken schön reingehen, schräge ich die hier alle nochmal an. Einmal die großen. Und aber auch von meinen Klebelaschen, damit die mir nicht überstehen am Ende. Die schräge ich auch ganz leicht an. So, dann kann das auch schon zusammengeklebt werden. Und zwar klebe ich zuerst die Laschen fest. Ich nehme dafür Flüssigkleber. Das auch schon auf alle 4 drauf, damit gleich nicht die Finger verrenken muss. So, dann hier gucke ich, dass die Kante sauber aufeinander kommt. Wenn Kleber drüber kommen sollte, rauskommen sollte, einfach wegstreichen. Das mache ich hier auf beiden Seiten. Und dann einmal ordentlich festdrücken, damit es gut hält. Man kann jetzt noch ein ganz kleines bisschen schieben. Das ist der Vorteil am Flüssigkleber in diesem Fall. Und dann klebe ich auch noch die andere Seite genauso. Schön Kante auf Kante. Ja. So. So, und die möchte ich ja auch noch haben. Klinke ich mir die so ein bisschen nach außen. Mache dann jetzt erst die, wo innen die beiden Flügelchen sind. Hier mein Flüssigkleber drauf. Ganz dünn, brauche auch nicht bis zum Rand. Das quillt auch von alleine bis dahin. Setze ihn jetzt hier innen drin fest und streiche das Ganze nochmal mit dem Falzbein ordentlich fest, damit das auch richtig gut hält. Und das mache ich an allen 4 Kanten. Ordentlich festdrücken erst und dann nochmal mit dem Falzbein nacharbeiten. Geht natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband. Jetzt hier praktischer mit dem Flüssigkleber zu arbeiten. Nein, Falzbein. So, durch die doppelte Hülle oder den doppelten Rand besser gesagt, hält die Schublade ein bisschen besser, ist ein bisschen stabiler einfach, wenn man sie rein und raus holt. So. Und jetzt sieht man hier das wieder, das ist hier unten nicht ganz dran. Hier am Rand stößt es auch nicht aufeinander, dadurch, dass ich das kürzer gefalzt habe und hier die Ecken eingeschnitten habe. Das ist das Unterelement. Dann kommt jetzt das Außenelement. Das habe ich gefalzt bei 2,1, 12,2, 14,3 und 24,4 cm. Das falze ich jetzt auch alles. Auch hier schon mit dem Falzbein nacharbeiten, damit die Kanten schön glatt sind. So, auf das kurze Stück hier unten kommt jetzt doppelseitiger Kleber drauf. Das ist das Element, was ich gleich zusammenklebe, aber noch nicht jetzt, erst später. Also, meine Box wird so zusammengeklebt. Das heißt, auf diesem Element, sozusagen dem zweiten, kommt das Designerpapier drauf. Wo habe ich es? Da habe ich auch wieder
bezaubernd bunt genommen, wie im letzten Video auch. Ich finde das echt ein tolles Papier. Das ist so fröhlich einfach. Das passt so schön zu dem Grün draußen, was wir momentan im Frühling haben. Das ist echt schön. Finde ich echt super. Hier brauche ich auf keine Richtung achten. Das heißt, ich klebe es hier mittig auf, habe meine 2,2 cm Rand. Rundrum 2,5. So. Was ich jetzt erst noch mache, mein Mechanismus. Der Mechanismus wird gefalzt bei 1, bei 5,5 cm und bei 10,1. Und zwar das kleine Stück nach innen. Das so rum. Und das auch wieder. Das heißt, es liegt ungefähr so hinterher, wie so ein Dach mit Anbau in diese Richtung, sage ich mal. Das brauche ich jetzt nämlich, um meine Richtung hier oder meinen Abstand zu haben. Ich nehme jetzt nämlich meine Stanzmaschine, der Seite arbeiten. So, und weil mir hier ein Fehler unterlaufen ist, habe ich das gerade noch mal schnell gemacht, noch mal neu. Ich lege meinen Farbkarton hier rein, nehme mein Stanzelement und lege es so rum auf, weil ich ja möchte, dass die Schublade in diese Richtung aufgeht. Das sind meine Außenkanten. Und dann nehme ich hier meinen Mechanismus, lege mir den hier so an, damit hier unten mein 1 cm Falzlinie ist. Und daran orientiere ich mich jetzt, wo ich mein Loch stanze, dass das wirklich 1 cm ungefähr von der vorderen Kante entfernt ist. Ungefähr mittig, wo ich es haben möchte. Und dann stanze ich das einmal aus. Hier mein Loch, was ich brauche. Die kann erstmal wieder weg. So. Wer jetzt noch möchte, das hatte ich vergessen mit zu erwähnen, kann hier für 3 Kanten noch Designerpapier ausschneiden. Das ist dann 1,5 mal 9,5 cm. 3 Stück. Und die ersten beiden könnte man hier schon aufkleben. Ich glaube, ich mache das noch mal schnell. Also 3 Stück Designerpapier in 1,5 mal 9,5 cm. So. Die Box auch. Einmal komplett außenrum. Das ist da jetzt noch einer. So. Hier meine 3 Streifen. Und 2 davon kann ich auch schon aufkleben. Ich nehme dafür doppelseitiges Klebeband. Das geht am schnellsten einfach. Mache ich auch nur einen Streifen drauf. Dann kann ich die jetzt nämlich auch schon zusammenkleben. Dafür habe ich ja hier unten meinen Streifen schon vorbereitet. Lege mir das hier so vor mir hin, also stelle das und gucke, dass Kante auf Kante kommt. Drücke das schön fest. So, damit ich die rausziehen kann. Ich habe mir hier mit der uralten kleinen Handstanze ein Loch gestanzt. Wer die noch hat, nutzt sie. Gibt es leider nicht mehr. In dem Fall schneide ich jetzt hier vorne mir einfach mit der Schere so ein kleines Dreieck rein. Das geht genauso. So. Na?
Man sollte, wenn man sie klebt, vielleicht statt sie einzeln zu kleben, schon einfach drum legen. Dann ist das hier so ein bisschen lockerer noch und sie sitzt nicht ganz so stramm drin. Lässt sich ein bisschen schöner ziehen und schieben. So, jetzt nehmen wir die erst einmal wieder raus und kleben den Mechanismus fest. Auf das 1 cm Stück, hier vorne am Mechanismus, kommt vorne ein Klebestreifen drauf. Dann drehe ich es und hinten auf das Ende mache ich auf die Rückseite Klebestreifen. So, das war ja unsere Hausform hier. Jetzt kommt der Abstand von 1 cm hier zum Tragen. Dann kann ich es hier nämlich einfach drunter schieben, gucken, wo vorne die Kante ist und klebe es mittig in dem Loch so von innen daran fest. Das hier wird jetzt ein bisschen tricky. Also einmal durchschieben, dass es hinten rauskommt. Dann die Kiste rein. Und dann wird das hier hinten an der Kiste festgeklebt. Deshalb habe ich schon meine Klebestreifen vorher aufgesetzt. So, am besten hier so gerade hinstellen, damit die beiden auf einer Kante sind. Und einfach umknicken, festkleben. Und jetzt kann man es ein bisschen, wenn man es jetzt rauszieht, nicht ganz, dann kann man hier noch mal reingreifen und das ordentlich festdrücken. So, damit ist auch, sage ich mal, schon das Schwierigste fertig. Jetzt kommt noch unsere Verzierung vorne drauf. Und zwar einmal der Farbkarton in 9 x 8,5 und mein bereits bestempelter weißer Farbkarton in 8,5 x 8 cm. Klebe ich auch wieder mittig drauf, meinen 2,5 mm Rand. Und dann habe ich noch, ich ja hier die Farbtafel habe, die Pinsel einmal ausgestempelt. Ja. Die Pinsel gestempelt und den Korb ausgestanzt. Da habe ich sogar Klebefolie drauf, sehe ich. Hier ungefähr meine Pinsel. Und hier auf dem Stück habe ich jetzt doppelseitige Klebefolie drauf. Da hatte ich einfach noch was auf dem braunen Farbkarton. Muss jetzt bei dem hier nicht unbedingt zwingend sein. Noch mein Karton hin. Damit ich das jetzt aufklebe, ziehe ich meine Box ein Stück nach vorne. Setze hier auch noch 2 Klebestreifen drauf. Element, was nach vorne ein bisschen hoch steht. Na. Und dann, es wird halt nicht mittig geklebt, sondern das ist hier vorne an dieser Kante, quasi an der Kante von dem ausgestanzten Loch anliegt, weil es sonst sich nicht klappen lässt. Also ich gucke, dass ich es mittig drauf habe und drücke es hier von hinten fest. Steht hier vorne schön auf meiner Kante. Und wenn ich es dann reinschiebe, klappt es zu. Ja. Wie gesagt, das Schwierigste, würde ich mal sagen, ist der Mechanismus einzufügen und dass man das hier vorne auf einen Zentimeter bekommt. Aber sonst finde ich das eine sehr schöne Verpackung. Da könnte man jetzt zum Beispiel so kleine Farbproben oder sowas oder so kleine Aquarellpöttchen reinpacken. Hier könnte man zum Beispiel so eine Reiseausstattung reinlegen. Also ist eine schöne Geschenkverpackung, finde ich. Und auch kann man sich schön hinstellen als Geschenk. So.
Stellen wir sie nochmal beide auf. Ja. Das war mein Beitrag heute zum Demo-Doppel. Wie gesagt, schau dir auch Angelas Video an, das habe ich im Anschluss verlinkt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bastelst das nach. Ich finde es eine wirklich schöne Idee. Macht auch Freude, das zu basteln, muss ich sagen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Nächsten Monat geht es mit einem neuen Thema beim Demo-Doppel weiter. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.